hatte relativ schnell gemerkt, dass der Islam hat eine Antwort für jede dieser Probleme, für jede dieser Fragen. Nur das Problem ist, für einen eingefleischten Atheisten, der 20 Jahre lang auf die Religion geschimpft hat als Massenmanipulation für die Dummen, die zu faul sind, selber nachzudenken, eine schöne Lebensphilosophie geboten bekommt, ist schön und gut. Aber ich kann nicht hingehen und mich selbst betrügen, nur um mich besser zu fühlen. Und gleichzeitig mir dessen bewusst zu sein, das funktioniert nicht. Also wenn mir jemand sagt, ich habe für alles eine Antwort, eine befriedigende Antwort, eine, die wirklich glücklich machen wird und die dir Frieden geben wird im Herzen, dann muss ich trotzdem die Frage stellen, kannst du das beweisen? Kannst du mir ganz klipp und klar beweisen, fernab jeden Zweifels, dass du mir nicht einfach nur eine schöne Geschichte erzählst, mit der ich mich wohlfühle, sondern dass das wirklich stabil ist, dass das wirklich Überprüfung standhält. Wenn man bereit ist, diese Überprüfung stattzufinden und die Ergebnisse, auch wenn sie einem komisch vorkommen, wirklich zu akzeptieren, kannst du das. Und Koran zu lesen, und ich hatte angefangen, Dokus über muslimische Gelehrte, also wenn die Reden gehalten haben vor Publikum oder zu bestimmten Themen Stellung bezogen haben, irgendeiner, der Name ist mir jetzt leider entfallen, irgendeiner sagte, die Propheten haben sich dadurch ausgezeichnet, jeder hätte daherkommen können und sagen können, ich bin ein Prophet, was ich hier erzähle, das ist von Gott, ihr solltet mir besser folgen. Die Frage ist, wo erkennt man die Echten von denen, die es so behaupten? Sie können die Christen fragen, Sie können die Juden fragen, Sie können die Moslems fragen, die sagen, alle Propheten konnten Wunder wirken. Dadurch haben sie sich abgesetzt von den normalen, von den Betrügern. Und meine erste Frage war, was für ein Wunder soll Mohammed denn erbracht haben? Und wenn man Muslime fragt, werden alle sagen, das Größte, viele Wunder hat er gemacht, aber das Größte ist und bleibt der Koran. Dann habe ich mir gedacht, gut, das ist doch was. Damit kann man arbeiten. Habe mir den Koran geholt, habe angefangen zu lesen. Ich hatte mir folgenden Grundsatz hatte ich gefasst. Ich werde den Koran inhaltlich prüfen darüber, ob er von einem Menschen geschrieben worden sein kann. Und ich hatte mir gedacht, du zündest die Kerze an beiden Enden an. Nicht kann er von Mohammed geschrieben worden sein, sondern kann er von Mohammed mit Hilfe geschrieben worden sein, von Leuten, die wirklich Fachwissen besaßen. Da habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, kann der Koran von einem Menschen geschrieben worden sein, der das gesamte Wissen der Menschheit zu dem Zeitpunkt vor 1400 Jahren zur Verfügung hatte und unbegrenzt Zeit, es zu sortieren und zu ordnen. Kann der Voraussetzung von einem Menschen stammen. Egal von wem. Und ich habe mir gesagt, wenn das, was ich vorfinde, mir klar beweist, das ist nicht möglich, dann werde ich so konsequent sein und den entsprechenden Schritt tun und sagen, wenn das nicht von einem Menschen sein kann, dann muss es von Gott sein, wie sie es behaupten, und dann werde ich entsprechend handeln. Und dann habe ich angefangen zu lesen und dann habe ich mich über den Koran ist, dass er neben den moralischen Rechtleitungen, was man tun soll, was man lassen soll, was gut für einen ist, etc., auch immer wieder gefüllt ist mit Stellen, die haben mit moralischen Dingen oder ob man ein guter Mensch davon wird oder nicht, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich rede von wissenschaftlichen Informationen. Erstens, die habe ich nicht in einem heiligen Buch erwartet. Und zweitens, was machen die da? Die erfüllen den Zweck, dass Leute, die verstehen, wovon geredet wird, die das Fachwissen besitzen, um wertschätzen zu können, was da für Informationen sind, dass die sagen können, also das kann keiner gewusst haben. Ich rede davon von den Stellen im Koran, wo gesagt wird, wie ein Embryo aussieht, wie er sich entwickelt, welche Stellen sich nach welchen entwickeln, was kommt zuerst, was entwickelt sich danach, welche Sinne treten zuerst in Existenz und in welcher Reihenfolge. Dann haben wir die entsprechenden Informationen, um überprüfen
sagen zu können, ob das schwul ist oder ob das wirklich sich mit moderner Wissenschaft deckt, habe mir die Informationen dann geholt von moderner Wissenschaft und wie gehen Bergmassive unterirdisch weiter? Welche Formen, wie sind sie in die Erde reingesetzt? Gehen die überhaupt unterirdisch weiter? Informationen über Wellengänge unter der Wasseroberfläche, über wissenschaftliche Erkenntnisse, die erst viele Jahrhunderte, teilweise erst vor wenigen Jahrzehnten überhaupt gemacht wurden. Und zu keinem Zeitpunkt habe ich irgendetwas gefunden, das sich mit einem wissenschaftlichen Beweis gebissen hat. Und ich rede nicht von Theorien, derzeitigen aktuellen Theorien, sondern ich rede wirklich von Dingen, die fernab jeglichen Zweifels wissenschaftlich bewiesen sind, wo nicht mehr daran rumdiskutiert werden kann. Ein plattes Beispiel, wissenschaftliche, klare Sache, fernab jeglicher Diskussionswürdigkeit liegt, von der Machart. Und ich habe das erste gefunden und habe gedacht, ach, das gibt's doch nicht. Dann habe ich gedacht, gut, Zufall. Habe das zweite gefunden. Habe gedacht, ja, gut, Zufall. Habe das dritte, das vierte, das fünfte gefunden. Ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich zu Hause saß und mich gefragt habe, wem machst du eigentlich was? Wen willst du hier gerade veräppeln? So, glaubst du immer noch, dass das Zufall ist? Glaubst du immer noch, dass die Informationen vielleicht damals doch irgendwie vorhanden gewesen wären und so. Und das ist der Punkt gewesen, wo ich dann irgendwann zu meiner Frau gesagt habe, mal, du brauchst für mich kein Schweinfleisch mehr einkaufen. Und ich bin mir treu geblieben. Also ich bin dann wirklich hingegangen und habe gesagt, das ist zwar das Letzte, was du dir vor einem Jahr noch hättest vorstellen können, das ist ein absoluter Stilbruch. Du bist zu dem geworden, worüber du jahrelang geflucht hast, aber du hast den Beweis klar vor Augen. Und du musst jetzt das Richtige tun. Sonst kannst du nicht mehr in den Spiegel gucken. Und The statements we're about to show you are from the Holy Quran and is said to be the official, unchanged, pure word of God, revealed over 1400 years ago. Claiming to be the word of God is a heavy statement, and without proof, or if a single contradiction is found within the book, the apparent word of God will be proven false. So without further ado, let's put the book to the test. In the 23rd chapter, titled The Believers, from the 12th to the 14th verses, God is said to give a detailed description of how the human being is formed. It begins by saying, "We then placed him as a sperm drop in a place of settlement, firmly fixed. Then we made the drop into a alaqa." We will translate this word very soon. "And then we changed the alaqa into a lump. Then we made out of that lump into bones. And then we clothed the bones with flesh. Then we caused him to grow and come into being and attain the definitive human form." In the 21st century, we can now safely say that this verse is clearly describing the process of human development in correct chronological order. However, what we should be paying attention to in particular is the second stage, referring to the development of the embryo. The specific word used to describe the embryo in this verse is the word alaqa. The word alaqa, when translated into English, can mean three separate things. Firstly, a blood clot, or to be suspended, that is to be hanging or clinging to something, or thirdly and finally, a leech. Now, all three definitions don't come anywhere near what we perceive to be the human embryo. So, why are these words used, and what significance do they share with the human embryo? Can the embryo be described as a blood clot? Well, what do you think? In the third week of embryonic development, a tubular heart joins with the blood vessels to form a primordial cardiovascular system, and by the end of the third week, the blood is circulating and the heart begins to beat on day 21. The first thing that comes to mind in regards to being suspended or hanging is the umbilical cord. But we can't use that example because we are simply referring to step 2, before the baby has even formed.
But we now know today that the umbilical cord is formed from the connecting stalk. And the connecting stalk is formed as soon as the embryo is formed. The embryo's connecting stalk has even been described by John Allen and Beverly Kramer as an object to suspend the developing embryo in the extra-embryonic column. So an embryo is suspended and does have a strong resemblance with the blood clot. What on earth would an embryo have to do with a leech? Figure A shows the structure of an embryo at 25 days. Figure B shows a leech. Now please note once again that the embryo in this stage is no greater than the size of a kernel of wheat. This is an X-ray of the embryo at 22 days. This is the internal structure of a leech. It's mind-blowing stuff, but you still haven't seen anything yet. This is the head of the embryo at 22 days. The detail you are seeing right now is absolutely impossible to be seen with the human eye and can only be seen with a microscope. This is the back end of a leech. There's no other words used to describe this other than mind-blowing. The pictures we have shown you are impossible to be seen with the human eye or even to be predicted by the human mind. Once again, the verses we have shown you were revealed over 1400 years ago to a man who couldn't read nor write. Are these the words of God? Descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God, from God, from God, from God, from God, from God. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون